Deepwater Soloing, das ist sozusagen Free Solo Klettern einfach über dem Wasser und dementsprechend auch viel sicherer. Damit euer DWS-Trip zum Genuss wird, haben wir euch ein paar Tipps zusammengetragen. Dieses Video wird präsentiert vom Bächli Bergsport und Petzl. Tipp Nummer 1 ist, geht nie alleine klettern. It's really not recommended. If you do like some traverses and if the sea is like super calm, you can do it alone. But you know, you never know what can happen. So if you have a bad fall or whatever, it's always good to have at least one friend or maybe even two. It's even better. So somebody who can help you out, and the other one goes call for help. Tipp Nummer 2. Fängt einfach an. Geht nicht am ersten Tag schon in ein anspruchsvolles Gebiet, sondern zum Beispiel Calaparques. In Calaparques findet man ein breites Spektrum an Routen von einfach bis schwer. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spots sind die Routen hier viel einfacher zugänglich, man findet gemütliche und schattige Plätze zum Ausruhen und Zuschauen und dann ist da natürlich noch der wunderschöne Sandstrand. Calaparques ist so quasi das Pleasure-Gebiet fürs Deepwater Soloing. Wobei man muss anmerken, und das gilt für alle Gebiete, um die gesamte Vielfalt an Routen so richtig nutzen zu können, sollte man solide im Franzosengrad 6b oder c unterwegs sein. Und wichtig, geht die Sache langsam an. Don't start with super hard stuff, you know, do some easy climbs, do some like cliff dives to know like what is your limit and so on, then do some easier climbs and just like release from the holds to see how it's like releasing, not jumping, because it's a bit of a difference, and you're good to go. Tipp Nummer 3, Wellengang beachten. Wenn das Meer zu rau ist, ist der Ausstieg ziemlich gefährlich oder komplex und da lässt man das Klettern dann doch lieber. Tipp Nummer 4, wenn ihr am Spot angekommen seid, der Wellengang ist okay, dann müsst ihr zuerst checken, wie komme ich aus dem Wasser raus. Hat schon ein Fixseil drin, eine Treppe und sonst müsst ihr etwas montieren. Tipp Nummer 5, wie komme ich zu diesem Klettergebiet runter? Weil meistens muss man runterklettern, um überhaupt mal hoch zu klettern. Da gibt es sogenannte Downclimbs, die findet ihr im Kletterführer, schaut also, wo es runtergeht und klettert dort mal vorsichtig runter. In manchen Gebieten kann man auch abseilen, statt abzuklettern. Ein Abseilstand kann meist sehr einfach eingerichtet werden, da der Fels viele Sanduhren zum Fädeln von Schlingen bietet. Wichtig ist die Verwendung eines Seilschutzes an der Felskante, denn diese ist teils messerscharf. Wer keinen Seilschutz hat, der kann auch eine Seildecke oder einen Seilsack zwischen Seil und Fels legen. Das sind die wichtigsten Tipps zusammengefasst. Weitere Infos und Details findet ihr in unserem Tippartikel auf www.lacrux.com. Und wer beim ersten DWS-Trip nicht alleine losziehen will, für den sorgt die Kletterschule Kletterwelt für einen sanften und begleiteten Einstieg in diese besondere Kletterdisziplin. Kletterwelt bietet regelmäßig Trips nach Mallorca und Menorca an. Infos zu deren Angebot findet ihr auf www.kletterwelt.ch. We're at Mallorca currently, you know, so you come here usually in the summertime when it's pretty warm. And lots of people come here for having fun, so when it's hot you should not just enjoy climbing but go for a beer or two.